Das Gehirn ist interessant, weil es ein wirklich hocheffizienter Rechner ist, der unglaublich tolle Aufgaben lösen kann, in kurzer Zeit und mit sehr geringem Energieaufwand. Mein Name ist Wolfram Pernies und ich bin Professor für Experimentalphysik am Kirchhoff-Institut für Physik, dem KIP. Das ist ein Teil der Universität Heidelberg und genau in diesen Räumen sind wir auch gerade. Das Gehirn hat mich schon immer interessiert. Das ist sehr schwierig in künstlicher Hardware nachzubilden und deswegen lassen wir uns auch gerne vom Gehirn inspirieren. Und wir versuchen, statt dieses Gehirn nachzubauen, eher eine Anbindung an das Gehirn zu entwickeln und versuchen eben eine Verbindung zu schaffen, dass es langfristig möglich ist, Hybridsysteme zu realisieren, wo ein Teil ein künstliches neuronales Netz ist und ein anderer Teil ein biologisches Netzwerk, sodass man quasi das Beste aus beiden Welten miteinander verbindet. Was uns besonders umtreibt, ist der Energieverbrauch von Datenzentren für KI, also für künstliche Intelligenz. Der ist sehr hoch und steigt immer weiter. Und deswegen braucht es neue Ansätze, um diesen Energieverbrauch zu reduzieren. Und genau sowas ist prinzipiell möglich mit diesen Rechenstrukturen, die wir bauen. Und wenn sowas gelingt, wäre das schon cool. Dann könnte man nämlich wirklich mal das, was man sich hier so im Kämmerlein ausgedacht hat, auch bauen und alle profitieren davon. In dem Projekt arbeiten wir eng mit biologischen Forschungsgruppen zusammen, die die Expertise bereitstellen, die wir gar nicht haben. Also wie man Zellkultur macht, wie man Neuronen am Leben hält. Und wir bauen dann das Gegenstück für diese Versuche, nämlich die Chipsysteme oder Anschlüsse an optische Fasern oder machen die Laserphysik, die man braucht, um diese Strukturen zu stimulieren und damit zu interagieren. Ziel der Momentum-Förderung der Volkswagen Stiftung ist es ja, in neue Forschungsfelder vorzudringen und zu lernen, wie man in diesem neuen Feld arbeitet. Und genau das habe ich damit auch gemacht. Ich komme aus der Physik oder den Ingenieurwissenschaften und weiß nicht sehr viel über Neurowissenschaften, aber mit diesem Momentum-Projekt war genau das möglich, dass man diese beiden Felder zusammenbringt und auch lernt, wie man in den Neurowissenschaften redet, wie man in der Biologie Versuche fährt und wie man die möglicherweise zusammenbringen kann mit technischen Anwendungen aus der Informatik und der Physik. Das Projekt ist sicherlich ein Longshot, also ich weiß auch nicht so genau, ob das überhaupt funktionieren wird. Ich glaube, ohne Grundlagenforschung kann man eigentlich nur das weiterentwickeln, was man schon kennt. Und das ist, glaube ich, auch genau das Spannende dran, dass man versucht, im Unbekannten herumzustochern und vielleicht ganz neue Ansätze zu finden, an die man gar nicht gedacht hatte. Besonders stolz bin ich auf meine Arbeitsgruppe. Das ist ein Team von ungefähr 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die leisten alle super Arbeit, haben ganz tolle Ideen, sind hochmotiviert und ermöglichen überhaupt erst, dass wir die Forschung, die wir so vorantreiben, auch machen können.